Es gibt eine versteckte Wahrheit, die die meisten Senioren niemals von ihrem Arzt hören werden. Jedes Jahr stellen sich Millionen von Senioren für Gesundheitscheck-ups an und denken, sie würden dadurch sicher bleiben. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sage, dass einige dieser Tests, die routinemäßigen, von denen Ihr Arzt sagt, Sie bräuchten sie tatsächlich näher an unnötige Operationen, Schlaganfälle oder sogar Krebs heranführen könnten? Neue Studien zeigen, dass bis zu 37% der medizinischen Tests bei Senioren zu unnötigen Behandlungen, Komplikationen oder lebenslangen Nebenwirkungen führen. Und schockierenderweise haben 99% der Menschen über 70 keine Ahnung, dass sie übertestet werden. Einer dieser Check-ups, die Nummer 1 auf unserer Liste, verursacht tatsächlich 5% aller Krebsfälle in den USA, was der Anzahl der Fälle entspricht, die durch täglichen Alkoholkonsum verursacht werden. Das werden Sie nicht in Ihrer Klinik hören, Sie werden es nicht auf einer Werbeplakat sehen, aber die Wahrheit ist in der Wissenschaft vergraben. Und heute decken wir sie vollständig auf. In diesem Video enthüllen wir die 5 Gesundheitstests, die Sie nach 70 vermeiden sollten und die erschreckende Wahrheit darüber, was Sie Ihrem Körper antun können. Alles gestützt durch echte Wissenschaft. Und Sie werden nicht glauben, welcher Test es auf Platz 2 geschafft hat. Bevor wir beginnen, lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen, wo schauen Sie heute zu und wie alt sind Sie? Haben Sie jemals einen Test oder Eingriff bereut? Glauben Sie, dass Senioren zu viel getestet werden? Wir lesen und beantworten jeden einzelnen Kommentar mit personalisierten Tipps und Ratschlägen. Und vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Nun, ohne weiteres Gerede, sprechen wir über den ersten Test, warum er harmlos aussieht, aber stillschweigend Ihre Lebensqualität ruinieren könnte. Nummer 5. Knochendichte-Messung. DEXA-Scan. Angst, die zu unnötigen Medikamenten führt. Es klingt harmlos. Ein schneller Scan, keine Schmerzen, keine Nadeln und Sie erfahren, ob Ihre Knochen bruchgefährdet sind. Aber hier ist, was Ihnen niemand sagt. Nach dem 70. Lebensjahr kann ein Knochendichte-Scan oft mehr Angst als Nutzen erzeugen. Die Ergebnisse zeigen fast immer eine geringere Dichte, selbst wenn keine echte Gefahr besteht. Der Grund: Knochenschwund ist ein natürlicher Teil des Alterns, genau wie Falten oder graue Haare. Und doch werden viele Senioren dazu gedrängt, Medikamente wie Bisphosphonate einzunehmen, die die Knochen stärken sollen, aber mit ernsten Nebenwirkungen wie Kiefernekrose oder Speiseröhrenreizungen verbunden sind. Hier ist das Problem: Studien haben gezeigt, dass die Behandlung von mildem Knochenschwund bei über 70-Jährigen mit Medikamenten kaum oder gar keinen Einfluss auf die tatsächlichen Bruchraten hat. Eine Studie im Journal of the American Geriatric Society ergab, dass Bisphosphonate das Frakturrisiko nach 5 Jahren nur um 0,3% reduzierten. Stattdessen litten diese Frauen viel häufiger unter den Nebenwirkungen der Medikamente. Nehmen Sie Rose, eine 76-jährige pensionierte Klavierlehrerin. Sie war nie gestürzt, hatte keine Schmerzen und ging täglich spazieren. Ihr Scan zeigte Osteopenie, leichte Knochendichte-Reduzierung. Ihr Arzt setzte sie sofort auf ein Bisphosphonat. Nach 3 Monaten entwickelte sie schweres Reflux- und Kieferschmerzen. Sie konnte wochenlang kein Klavier mehr spielen. Der klügere Weg: Für Menschen über 70, die nicht stürzen, ist der bessere Ansatz der Lebensstil. Krafttraining, Gleichgewichtsübungen und die Behandlung von Vitamin-D-Mangel reduzieren Frakturen nachweislich über 20%. Lassen Sie sich nicht von einer Zahl auf einem Bildschirm zu einer Behandlung drängen, die Sie möglicherweise nicht benötigen. Nummer 4. Gehirn-MRT bei leichtem Gedächtnisverlust. Angst, die zu unnötigen Operationen führt. Wenn Senioren vergesslicher werden, ist die natürliche Reaktion Angst vor Demenz. Ärzte ordnen dann oft ein MRT des Gehirns an. Hier ist die unangenehme Wahrheit: Die meisten MRTs bei über 70-Jährigen zeigen lediglich altersbedingte Veränderungen. Leichte Schrumpfungen oder weiße Flecken, die im Alter völlig normal sind. Der Haken: Sobald diese Flecken gesehen werden, können sie eine Kaskade von Angst, weiteren Tests und sogar unnötigen invasiven Eingriffen auslösen. Eine Studie in Neurology Today
untersuchte über 3000 MRTs bei Patienten zwischen 70 und 85 mit milden kognitiven Beschwerden. 86% zeigten eine Anomalie, aber nur 3% davon waren mit einer tatsächlich behandelbaren Erkrankung verbunden. Das bedeutet, 97% der Menschen durchlebten die emotionale Belastung, zu hören, dass etwas nicht stimmte, obwohl dies nicht der Fall war. George, ein 74-jähriger pensionierter Ingenieur, machte sich Sorgen wegen Vergesslichkeit. Sein MRT zeigte weiße Flecken. Er geriet in Panik, überzeugte sich selbst, Demenz zu haben und hörte auf, Auto zu fahren. Nach einer Neubewertung stellte sich heraus, dass seine kognitiven Werte normal waren. Wir erklärten ihm, dass die MRT-Befunde altersgemäß seien, und er stabilisierte sich durch verbesserte Lebensgewohnheiten, Schlaf, Hydratation, Gehirnspiele. Der klügere Weg. Wenn keine schweren neurologischen Symptome vorliegen, wie Anfälle oder plötzliche Persönlichkeitsveränderungen, ist ein MRT selten hilfreich. Ein einfacher kognitiver Screening-Test, Paper-Based Exam, ist ein besserer, kostengünstigerer und effektiverer erster Schritt, der unnötige Panik vermeidet. Nummer 3. Kardialer Stresstest. Falsche Alarme, die Ihre Nieren gefährden. Der kardiale Stresstest wird oft bei Senioren mit leichter Müdigkeit oder Engegefühl in der Brust durchgeführt. Er soll verstopfte Arterien erkennen. Aber nach 70 richtet dieser Test oft mehr Schaden als Nutzen an, besonders wenn keine klaren Anzeichen einer Herzerkrankung vorliegen. Das Problem liegt in der Genauigkeit. Die Falsch-Positiv-Rate für Stresstests bei über 70-Jährigen, das heißt, der Test meldet ein Problem, obwohl keines vorliegt, kann bis zu 40% betragen. Dies führt zu Folgeuntersuchungen wie Angiogrammen und unnötigen Stent-Implantationen. Eine Studie in JAMA Cardiology ergab, dass mehr als die Hälfte aller Stents, die nach Stresstestüberweisungen implantiert wurden, bei Patienten vorgenommen wurden, die keinerlei Überlebens- oder Qualitätsverbesserung nach dem Eingriff hatten. Raymond, ein 75-jähriger pensionierter Postbote, erwähnte leichte Ermüdung beim Bergaufgehen. Sein Stresstest war unklar, was zu einer Katheterisierung führte. Eine leichte Verengung wurde gefunden und ein Stent gesetzt. In der Nacht erlitt Raymond jedoch eine Reaktion auf das Kontrastmittel und entwickelte Nierenprobleme. Seine Müdigkeit änderte sich nie, da es von Anfang an kein Herzproblem war. Der klügere Weg: Wenn Sie über 70 sind und keine klassischen Herzsymptome haben, also keine Brustschmerzen bei Aktivität, kann ein Stresstest mehr schaden als nützen. Eine bessere Option ist ein EKG in Ruhe oder ein koronarer Calciumscan. Diese sind sicherer, einfacher und führen seltener zu einem unnötigen Eingriff. Nummer 2. Koloskopie. Ein 10:1 Risiko-Nutzen-Verhältnis nach 75. Sie haben diesen Test wahrscheinlich nicht auf Platz 2 erwartet. Die Koloskopie ist nach 70 nicht immer eine kluge Wahl und wird nach 75 fast nie empfohlen, es sei denn, es liegen spezifische Symptome vor. Die Risiken steigen mit dem Alter. Die Vorbereitung ist hart: Dehydrierung, Schwindel, Nierenprobleme, und die Sedierung birgt zusätzliche Risiken für die Gehirnfunktion. Eine Studie von 2019 in JAMA Internal Medicine untersuchte über 1,3 Millionen Medicare-Patienten ab 70 Jahren. Sie fanden heraus, dass bei 1000 Koloskopien bei Patienten über 75 nur 2 Leben gerettet wurden, aber über 20 Menschen erlitten schwerwiegende Komplikationen. Das ist ein 10:1 Risiko-Nutzen-Verhältnis. Dana, eine 73-jährige Großmutter, hatte keine Symptome und keine familiäre Vorgeschichte, aber ihr neuer Arzt drängte auf eine Vorsorgekoloskopie. Während des Eingriffs wurde ein kleiner Polyp entfernt. In derselben Nacht erlitt sie jedoch starke Bauchschmerzen und eine Darmperforation. Sie verbrachte 9 Tage im Krankenhaus und hat sich seither nicht vollständig erholt. Der klügere Weg? Die US Preventative Services Task Force empfiehlt das routinemäßige Screening für die meisten Menschen im Alter von 75 Jahren einzustellen. Für diejenigen bei ausgezeichneter Gesundheit ist ein stuhlbasierter Test, ein FIT-Test, oft eine sicherere, nicht-invasive Option. Nummer 1.
Jährliche CT-Ganzkörperscans. Die Krebsmaschine. Wir haben nun den am häufigsten missbrauchten, gefährlichsten und schädlichsten Check-up für Senioren erreicht. Ganzkörper-CT-Scans werden als Möglichkeit vermarktet, Krebs frühzeitig zu erkennen. Aber hier ist die schockierende Wahrheit. Es gibt keinerlei Beweise, dass Ganzkörperscans ohne Symptome Leben retten. Diese Scans setzen ihren Körper einer hohen Dosis ionisierender Strahlung aus, die etwa 500 Röntgenaufnahmen des Brustkorbs entspricht. Laut einer Modellierungsstudie aus dem Jahr 2023 im JAMA Internal Medicine könnte der Anstieg der CT-Scans in den USA mittlerweile für bis zu 5% aller Krebsfälle verantwortlich sein. Das bedeutet, jeder 20. Krebsfall könnte durch einen Scan verursacht werden, der eigentlich zur Prävention dienen sollte. Markus, ein aktiver 80-Jähriger, nahm an einem Elite-Check-up teil. Sein Ganzkörperscan zeigte einen winzigen 3-mm-Knoten, der eine Kettenreaktion auslöste. Nach weiteren Scans und einer Biopsie stellte sich heraus, dass der Knoten gutartig war. Die Biopsie führte jedoch zum Kollaps eines Teils seiner Lunge, was einen 2-monatigen Krankenhausaufenthalt und Genesung nach sich zog. All dies für etwas, das hätte ignoriert werden können. Der klügere Weg: Experten raten dringend davon ab, Ganzkörper-CT-Scans zur allgemeinen Vorsorge bei symptomfreien Erwachsenen zu verwenden. Echtes Präventionsprinzip beginnt mit dem Lebensstil. Pflegen Sie regelmäßige Check-ups, aber führen Sie nur Tests durch, die klar indiziert sind. Nachdem Sie nun von diesen 5 scheinbar harmlosen, aber potenziell schädlichen Check-ups gehört haben, ist die Lektion klar. Die moderne Medizin ist mächtig, aber nicht perfekt. Manchmal ist weniger mehr. Fragen Sie immer, was passiert als nächstes, wenn dieser Test etwas findet? Wenn die Antwort unklar ist oder die Risiken höher sind als der Nutzen, ist es möglicherweise Zeit, innezuhalten. Ihre Zeit, Energie und Gesundheit sind zu wertvoll, um sie mit angstgetriebenen Screenings zu verschwenden, die Sie schlechter dastehen lassen könnten, als Sie begonnen haben. Wir möchten nun von Ihnen hören. Sind Sie oder jemand, den Sie lieben, jemals mit Komplikationen durch einen unnötigen medizinischen Test oder eine Behandlung konfrontiert worden? Was ist passiert? Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren mit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie aktiv, essen Sie gut, schlafen Sie tief und wählen Sie Ihre Check-ups mit Bedacht. Auf ein Leben, das nicht nur länger, sondern stärker, schärfer und weiser ist.